Adjektivdeklination. Heute entzaubere ich die Adjektivdeklination für dich. Am Ende dieses Videos wirst du genau verstehen, wie die Adjektivdeklination funktioniert und viel wichtiger, du wirst garantiert in der Lage sein, immer die richtige Adjektivendung zu bestimmen. Also fangen wir an. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und auf eine Art und Weise, die jeder versteht. Heute geht es um die Adjektivdeklination. Das Horrorthema für viele Deutschlerner. Dabei ist die Adjektivdeklination, wenn man sie richtig erklärt bekommt, wirklich nicht weiter schwierig. Und ganz am Ende werde ich dir auch noch zeigen, wie du mit einer ganz einfachen 4-Schritte-Regel immer die richtige Adjektivendung findest. Damit du diese Regel verstehst, müssen wir uns aber vorher erst anschauen, wie die Adjektivdeklination funktioniert. Und grundsätzlich hängt die Endung des Adjektivs immer von 3 verschiedenen Faktoren ab. Das sind als erstes natürlich der Genus, also ist etwas maskulin, feminin oder neutral oder plural. Außerdem hängt die Adjektivendung vom Fall ab, also Akkusativ, Dativ, Genitiv oder Nominativ. Und der dritte wichtige Punkt, den viele häufig vergessen, das ist der Artikel vor dem Adjektiv. Denn der hat auch einen großen Einfluss auf die Adjektivdeklination und damit auf die Endung des Adjektivs. Und damit ich dir das jetzt genau mit vielen Beispielen zeigen kann, wechseln wir jetzt in mein E-Book. Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel. Wie gerade schon erwähnt, die Adjektivendung hängt immer von folgenden 3 Faktoren ab: dem Genus, dem Fall und auch dem Artikel vor dem Adjektiv. Und wir fangen jetzt mit dem Artikel, dem bestimmten Artikel an und schauen uns hier dazu die Tabelle an. Kleine Erinnerung, bestimmter Artikel, das ist der, die, das und die deklinierte Version davon. Und mit dem bestimmten Artikel davor zeigt der Artikel schon, welcher Fall es ist, und somit kann das Adjektiv relativ faul bleiben und du hast nur die Möglichkeit zwischen e oder en zu wählen. Und wenn es Plural ist, ist es immer en, im Dativ und im Genitiv ist es auch immer en, im Akkusativ maskulin ist es auch en, nur im Nominativ Singular und im Akkusativ feminin und neutral, da hängst du das e dran. Sonst, wie du hier siehst, immer das en, denn wie hier markiert, der Artikel zeigt schon den Fall. So. Und schauen wir uns noch ein paar kurze Beispiele dazu an. Das rote Auto gehört dem reichen Mann. Hier ist der bestimmte Artikel. Das ist Nominativ Singular, deswegen e. Hier haben wir Dativ mit dem bestimmten Artikel en. Dasselbe hier. Hans sitzt auf dem alten Sofa. Bestimmter Artikel im Dativ, also en. Auch hier dem großen Park. Dativ, bestimmter Artikel en. Das kleine Haus ist grau, Nominativ, bestimmter Artikel Singular e. Neben den bestimmten Artikeln gibt es auch noch sogenannte bestimmte Artikelwörter. Das sind diese, jede, welche, solche und alle. Falls du das nicht merken kannst, du kannst sie einfach identifizieren. Die haben nämlich alle immer die Endung schon dran. Genauso wie die bestimmten Artikel. Dementsprechend zeigen auch diese Artikelwörter den Fall an und deswegen bleibt die Endung vom Adjektiv ganz einfach e oder en. Schauen wir uns als nächstes die Adjektivdeklination nach den unbestimmten Artikeln an. Also ein und mein, also die Possessivartikel und auch kein. Da ist die Adjektivendung immer die gleiche. Hier haben wir ein, schöner Mann, schöne Frau, schönes Haus. Hier
musst du ein bisschen aufpassen. Was aber gleich bleibt, ist, dass im Dativ und Genitiv die Endung immer en ist und auch im Akkusativ maskulin ist die Endung en. Plural gibt es hier bei ein ja überhaupt keine. Also, wie machst du es dann beim Nominativ Singular und Akkusativ feminin und neutral? Ganz einfach, du hängst die Endung des bestimmten Artikels hier hinten dran. Erinnere dich, es ist der Mann, deswegen auch ein schöner Mann. Es ist die Frau, eine schöne Frau. Es ist das Haus, also ein schönes Haus. Dasselbe hier im Akkusativ, also hier ganz wichtig, wenn es Dativ, Genitiv oder Akkusativ maskulin ist, dann bleibst du ganz normal beim en, weil hier auch beim unbestimmten Artikel der Artikel den Fall zeigt. Hier aber nicht, weil es gibt hier nämlich teilweise gar keine Endung. Und dann zeigt auch der Artikel den Fall nicht, weil es keine Endung gibt. Dasselbe gilt für die Possessivartikel, aber der kleine Unterschied ist, die gibt es natürlich im Plural, aber auch hier ganz normal, im Plural zeigt der Artikel den Fall, deswegen bleibt das Adjektiv faul ganz normal beim en, also auch hier alles, was Plural, Dativ, Genitiv oder Akkusativ maskulin ist, bekommt das en. Und Nominativ Singular und Akkusativ feminin und neutral bekommt die Endung vom bestimmten Artikel, dem es entspricht. Der Mann, mein schöner Mann. Die Frau, meine schöne Frau. Das Haus, mein schönes Haus. Genau dasselbe hier im Akkusativ. Und genauso funktioniert auch kein. Die Adjektivendung ist auch hier im Plural immer en, Dativ, Genitiv en, Akkusativ maskulin en und Nominativ Singular und Akkusativ Singular wieder mit der Endung des bestimmten Artikels. Ich denke, jetzt siehst du das System dahinter. Wenn die farbige Markierung hier in meiner Tabelle fehlt, zeigt der Artikel den Fall nicht an und das Adjektiv muss das tun. Und dann kommt es kein en mehr. Aber mit Artikel auch ganz einfach. Im Plural, Dativ, Genitiv immer en, Akkusativ maskulin immer en und hier Nominativ Singular und Akkusativ feminin neutral die Endung des bestimmten Artikels. Bevor wir zum Nullartikel kommen, noch ein paar Beispiele dazu. Mein neues Auto steht in der Garage. Hier, das ist Nominativ und hier siehst du auch, der Artikel hat keine Endung. Dementsprechend muss das Adjektiv hier die Endung bekommen. Mein neues Auto, denn es ist das Auto. Hans sitzt auf einer alten Kiste. Hier hat der Artikel die Endung und dann kann das Adjektiv ganz normal beim en bleiben. Das Haus ist in keinem guten Zustand. Hier hat der Artikel wieder die Endung und das Adjektiv ganz normal nur en, denn es ist beides hier Dativ. Und hier haben wir nochmal den Nominativ, das siehst du auch hier, keine Endung und deswegen bekommt das Adjektiv die Endung von das Bett, also ein schmales Bett. Kommen wir jetzt zur Adjektivdeklination nach dem Nullartikel. Also Nullartikel, kleine Erinnerung, bedeutet, es steht gar kein Artikel vor dem Adjektiv. Wenn wir keinen Artikel vor dem Adjektiv haben, dann gibt es auch keinen Artikel, der den Fall schon zeigt. Dementsprechend muss hier das Adjektiv diese Aufgabe übernehmen. Und hier sind die Endungen auch sehr einfach zu erkennen, denn wenn hier kein Artikel steht, du kannst es dir vielleicht schon denken, dann bekommt das Adjektiv immer die Endung des bestimmten Artikels. Also hier der Mann, schöner Mann, die Frau, schöne Frau, das Haus, schönes Haus, die Frauen, schöne Frauen. Dasselbe gilt für den Akkusativ und den Dativ, den Mann, schönen Mann, die Frau, schöne Frau, das Haus, schönes Haus, die Frauen, schöne Frauen und auch dem Mann, schönem Mann, der Frau, schöner Frau, dem Haus, schönem Haus und den Frauen, schönen Frauen. Ein bisschen aufpassen musst du im Genitiv.
Aber es ist auch sehr einfach zu erklären, denn im Genitiv maskulin und neutral bekommt ja das Nomen noch ein S oder ES ans Ende. Und dieses S oder ES zeigt uns ganz eindeutig, das ist der Genitiv. Und dann kann auch hier das Adjektiv faul bleiben und bekommt einfach nur die Endung en. Feminin und Plural ist es aber die Endung des bestimmten Artikels der Frau, schöner Frau und der Frauen, schöner Frauen. Hier solltest du ganz klar das System dahinter sehen. Einfach den bestimmten Artikel an das Adjektiv dranhängen. Das ist die Endung. Worauf du achten musst, die Deklination nach viele, manche, mehrere und einige ist auch diese, also wenn kein Artikel davor stehen würde. Das Besondere hier ist, es sieht so aus, als wäre das ein Artikel, ist es eigentlich auch. Die haben auch alle eine Endung, aber trotzdem muss das Adjektiv hier den Fall zeigen. Also merke dir diese 4 Wörter hier, wenn die vor dem Adjektiv stehen, egal ob sie eine Endung haben oder nicht, da kommt trotzdem hier die Endung des bestimmten Artikels an das Adjektiv hinten dran. Natürlich außer es ist Genitiv maskulin oder neutral. Bevor ich euch noch meine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe, schauen wir uns noch die Ausnahmen an oder nicht unbedingt Ausnahmen, ein paar Besonderheiten bei der Adjektivdeklination, denn die Endungen bedeuten manchmal, dass da sehr viele E's stehen und manchmal musst du die aber weglassen, weil es einfach zu viele sind. Schauen wir uns also hier die wenigen Besonderheiten an. Zum Beispiel, wenn ein Adjektiv auf E endet, wird kein zusätzliches E angehängt. Also wenn hier hinten schon ein E steht, dann musst du natürlich kein Doppel-E hier mit der Endung draus machen. Leise wird so ein leises Kind und nicht so hier. Doppel-E gibt es nicht, da fällt logischerweise das erste E weg. Auch bei Adjektiven, die auf EL enden, lassen wir immer das E vom EL weg. Sensibel, Achtung, wird zu ein sensibles Kind. Also hier fällt genau dieses E weg. Nicht das E von der Endung, also der Adjektivendung, was du extra dran setzt, sondern hier das EL vom Adjektiv selbst, dieses E. Auch bei dunkel, ein dunkler Wald. Diese 2 Versionen sind falsch. Auch Adjektive, die auf ER enden, verlieren das E von ER, aber nur, wenn ein Vokal, also A, E, I, O oder U, dort steht. Bei allem anderen nicht. EL immer, aber ER nur mit einem Vokal davor. Zum Beispiel teuer wird zu ein teures Auto, nicht teures. Das ist schon sehr schwierig auszusprechen, deswegen lässt man es weg. Zu viele Vokale für die deutsche Zunge. Auch sauer, ein saurer Apfel und nicht ein saurer Apfel. Ich muss mich extrem konzentrieren, um das aussprechen zu können. Deswegen wird das hier auch immer weggelassen. Aber Achtung, wenn ein Konsonant davor steht, also wie zum Beispiel B bei sauber, dann ist es ein sauberes Zimmer. Da steht kein Vokal davor und dann bleibt auch das E vom ER hier. Und das geht auch sehr gut zu betonen. In der Umgangssprache wirst du es aber ab und zu auch ohne das E hören. Also auch ein sauberes Zimmer wirst du hören. Ist offiziell aber falsch. Deswegen bei EL immer ohne das E vom EL und bei ER nur, wenn davor ein Vokal steht. Das kommt aber wirklich nicht sehr häufig vor. Das sind die 2 Wörter, die du am häufigsten damit sehen wirst. Das Adjektiv hoch ist auch noch speziell, denn das Adjektiv hoch verliert das C, wenn du eine Adjektivendung anhängst. Der Turm ist hoch, das ist ein hoher Turm. Also hier nicht, das ist ein hoher Turm, sondern es ist ein hoher Turm, also ohne C, sobald du eine Endung da noch hinten dran hängst. Da gibt es kein direktes Warum, das ist einfach so, das musst du wissen. Und die Adjektive mit der Endung A sind immer deine besten Freunde. Warum?
Wenn das Adjektiv auf a endet, bekommt es keine Endung. Das ist ein rosa Kleid, es bleibt bei a. Die lila Bluse bleibt bei a. Und auch Städtenamen mit ER werden nicht dekliniert. Also auch wenn du hier eine Stadt hast, die bekommt immer die Endung ER, der Frankfurter Flughafen. Das änderst du nicht. Und schreibst du hier auch groß. Das siehst du hier schon, es ist groß geschrieben, bleibt es immer beim ER und wird nicht geändert, denn das sind auch Eigennamen und die werden gebildet, wenn die Stadt dazugehört, immer mit dem ER, unabhängig, was für ein Fall es ist oder welcher Genus es ist, also maskulin, feminin oder neutral. Es ist immer ER. Jetzt schauen wir uns noch die Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Hier zeige ich dir, wie du ganz einfach immer die richtige Adjektivendung benutzt. Es sind ganz einfache 4 Schritte und der erste Schritt ist immer, steht ein Artikel vor dem Adjektiv. Wenn dort kein Artikel steht, dann hängst du die Endung der bestimmten Artikel, also der, die, das, im jeweiligen Fall an. Schnelle Autos wird von die Autos, also Hier steht kein Artikel davor. Erinnere dich an die eine Ausnahme, Genitiv maskulin neutral bleibt immer en, weil da schon das es oder das s am Ende vom Nomen steht und uns schon zeigt, dass das der Genitiv ist und dann bleibt das Adjektiv faul und bleibt bei seinem en. Wenn da ein Artikel davor steht, gehst du weiter zu Schritt 2 und schaust, ist es viele, manche, einige oder mehrere? Wenn ja, dann bleibst du bei der Endung der bestimmten Artikel im jeweiligen Fall. Also viele, schnelle Autos von die Autos. Hier hast du schon eine Endung, aber es ist viele und dementsprechend bleibst du auch hier beim von die. Wenn das nicht eins dieser 3 ist, gehst du weiter und checkst jetzt, ob es Dativ, Genitiv, Plural oder Akkusativ maskulin ist. Wenn ja, hängst du das en dran. Zum Beispiel mit den schnellen Autos, es ist Dativ und auch noch Plural, also definitiv en. Die schnellen Autos, das ist Nominativ, aber Plural und dementsprechend auch hier en. Wenn es weder Dativ noch Genitiv noch Plural oder Akkusativ maskulin ist, dann gehst du zum 4. Schritt und schaust, hat der Artikel selbst, der davor steht, eine Endung. Wenn nicht, dann hängst du ganz einfach die Endung des entsprechenden bestimmten Artikels an. Ein schnelles Auto. Hier keine Endung am Artikel und es ist das Auto und es ist hier Nominativ oder könnte auch Akkusativ sein, ist bei der Endung aber beides s, denn es ist das Auto und weil wir hier keine Endung haben. Ein schnelles Auto. Und mein schöner Mann, das ist Nominativ, auch hier keine Endung, deswegen er von der Mann. Und wenn der Artikel eine Endung hat, dann hängst du das an. Das schnelle Auto, das könnte hier Nominativ oder Akkusativ neutral sein. Das hier ist der bestimmte Artikel, der hat automatisch ja immer die Endung. Der bestimmte Artikel, erinnere dich, zeigt immer den Fall, deswegen hier Wenn es ist Nominativ oder Akkusativ neutral, das schnelle Auto und auch hier eine schöne Frau. Hier haben wir auch das hinten dran, deswegen nehmen wir auch hier das eine schöne Frau. Und ich hoffe, spätestens jetzt stimmst du mir zu, es ist wirklich nicht schwer. So, ich denke, jetzt verstehst auch du die Adjektivdeklination und du kannst sie auch jedem erklären. Falls du jetzt noch denkst, ich habe noch ein Problem mit den Fällen, wie weiß ich denn, welcher Fall es ist, dann habe ich hier auch ein Video für dich. Dort ist eine Videoreihe, um ehrlich zu sein. Dort erkläre ich dir, wie du immer den richtigen Fall bestimmst. Und auch da habe ich wieder eine einfache Schritt-für-Schritt-Regel für dich. Also schau dir das Video an und wenn du das Ganze noch üben möchtest und dabei gleichzeitig meinen Kanal unterstützen möchtest, dann schau jetzt auch hier in meine Easy Deutsch Grammatik Akademie. Dort findest du Übungen zu allen Videos, die ich veröffentliche und auch noch zusätzlich Kurse und E-Books, die dir helfen, perfekt Deutsch zu sprechen und deine Grammatik zu verbessern.